Hallo ihr Lieben, heute geht es nochmal um die Jellyplatte und um viele bunte Herbstblätter. Ich drucke ein Bild und das möchte ich hinterher noch mit der Negativtechnik verfeinern. Und schon sind wir an unserem Arbeitsplatz. Die Gelatineplatte liegt schon fest auf der Unterlage und hier ist das Sammelgut meines heutigen Spaziergangs. Ich war fasziniert von den Farben. Schaut mal, das Rot oder das helle Ocker von den Blättern. Braun ist dabei. Ganz viele verschiedene Rot- und Brauntöne. Dieses durchbrochene, zerfressene Blatt hat mich besonders interessiert. Und ich möchte heute einfach diesen Eindruck mal mit meiner Jellyplatte wiedergeben. Für meine erste Farbschicht auf der Platte wähle ich ein dunkles Saftgrün und etwas Umbra. Später gebe ich noch einen Ticken preußisch-blau hinzu. Das Ganze walze ich schön gleichmäßig aus. Ach, ich habe noch vergessen, ich zeige euch mal das Papier, auf das ich drucke. Das ist etwas stärkeres Papier und es ist sehr glatt und gestrichen, damit es sich auch sehr schön von der Platte wieder ablöst und nicht reißt. Die Farbe sollte also ziemlich dünn ausgewalzt werden. Ich habe im Nachhinein festgestellt, bei mir war es etwas zu viel Farbe. Das könnt ihr ja besser machen. Dann werden meine Blätter platziert, genauso wie sie auch kreuz und quer am Boden im Moment zu finden sind. Mein Papier ist etwas schmaler als meine Platte, aber etwas länger. Ich lege es jetzt einfach mal so relativ gerade auf. Dabei bleibt rechts und links ein Stück von der Platte frei. Zum Andrücken nehme ich dann etwas Butterbrotpapier. So vermeide ich, dass die Farbe verschmiert. Jetzt gründlich andrücken und dann vorsichtig abziehen. Und das ist jetzt ein Negativdruck, den brauchen wir heute nicht. Was wir brauchen, sind diese Abdrücke, die die Blätter auf der Platte hinterlassen haben. Und ihr seht schon, bei dem Blatt in der Mitte ist die Farbe etwas zu dicht darauf. Hier seht ihr nochmal aus der Nähe, wie subtil die Strukturen zu sehen sind. Mit kalter Föhnluft blase ich das Ganze jetzt erst einmal trocken. Vorsichtig tasten, ja, alles trocken. Jetzt schütze ich diese Schicht nochmal mit einer dünnen Lage Medium und das ist Matt-Medium. Achtet darauf, dass die Rolle über jede Partie nur ein paar Mal geht und macht das ganz sachte, sonst weicht die grüne Farbe der Blätter schon auf. Das soll auch genug sein und jetzt wird das Ganze nochmal mit kalter Föhnluft getrocknet.
Nach dem Trocknen möchte ich jetzt natürlich diese Rot-, Ocker- und Brauntöne hineinbringen, die ich im Wald und bei den Blättern gesehen habe. Und dazu habe ich mir diese Farben ausgesucht, die gebe ich jetzt auf die Platte. Und im Nachhinein habe ich auch festgestellt, ich hätte etwas weniger Farbe nehmen können. Es ist ein bisschen zu viel. Beim Walzen nehme ich etwas von der Farbe herunter und rolle die Walze auf meinem Zeitungspapier mehrfach ab, damit die Schicht etwas dünner wird. Ich könnte das jetzt schon so abdrucken, möchte aber noch ein paar weitere Strukturen in diese feuchte Schicht bringen. Und so lege ich die Blätter halt noch einmal auf. Das Ganze muss jetzt zügig gehen, denn die Farbe soll nicht trocknen. Dieses Blatt, das erste mit dem Negativdruck, das nehme ich jetzt einfach mal, um etwas von der Farbe abzunehmen. Also einfach drauf, kurz feststreichen und auch schon bald wieder abnehmen, denn wir wollen ja nicht, dass die Farbe darunter schon trocknet. Mit dem Negativdruck kann ich später noch was machen. Erstmal die Blätter wieder vorsichtig abnehmen und ganz zügig ein frisches Blatt darauf legen. Jetzt wollen wir mit diesem Druck alles, was auf der Platte ist, in einem Rutsch abnehmen. Dieses Blatt wird gut angedrückt. Und es darf auch eine ganze Weile liegen. Die Farbe darf jetzt ruhig trocknen, umso besser geht die ganze Lage ab. Nach etwa 2 Stunden versuche ich das Ganze vorsichtig von der Platte zu lösen. Ja, und ich sehe, der Druck kommt gut herunter. Die Farben sind auch gut getroffen. Allerdings ist es mir insgesamt zu dunkel. Und dann kommt mir die Idee, die Negativtechnik für den Hintergrund zu nutzen, um einzelne Partien dann herauszuarbeiten. Für den Hintergrund habe ich ein relativ helles Grün ermischt. Das werde ich im Verlauf des Auftrags immer wieder etwas variieren. Durch meine Drucktechnik sind auch in diesem warmen rot-orangen Hintergrund Strukturen von Blättern zu erkennen. Und teilweise folge ich bei der Negativtechnik diesen Strukturen, die da noch zu sehen sind. So ergibt sich ein mehrlagiges Blätterbild und es entsteht eine Tiefe. Da mir das mittlere Blatt etwas zu dunkel ist, betone ich jetzt die Blattader nochmal mit einem Rotton. Ja, und hier habt ihr meine kleine Herbstimpression. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Und ich glaube, dieser Eindruck von herbstlichen Blättern ist wunderbar gelungen. Ich freue mich schon drauf, mein nächstes Projekt mit euch teilen zu dürfen. Bis dahin, bleibt alle gesund. Tschüss.